I was living there. Yeah, everybody was coming here, so no problem. We were playing, no police. Here now, like when I come here, I see like these guys. But before, when you are in these hoods, everybody was here, barbecue, playing football, It was the only thing we knew. We were playing in the forest like hide and seek. Takedowns. So yeah, nobody had money, but we had happiness at least. When I moved from here, I was like 17 years. Yeah, 17 years. I went to another city, and it was like catastrophe. Yeah. I was not bad guy. I was like sometimes I was fighting. It was not even for my own fight. I was just helping a friend out. Or if a friend had a fight, he called me. I went there, and I was like, damn. Every time me, why always me? Every time me. And I saw my mother. She's not happy. Me, I wanted to do something in my life. I said, why not? Come. Everybody is young. Everybody do stupid things. It's not a person, it's just a moment in life. You make some few mistakes. If you don't make mistakes, he's not human being. So it's normal. That's just the period of life. Changing moment for me is fighting. At the beginning I was doing football and fighting. I didn't have time to hang around no more. So, Hey, what do you Hey, what do you My advice is choose your friends wisely. Choose your own path. Even if you ever have bad friends, it doesn't mean you are bad. You can always say no. No doesn't mean it's bad. Sometimes no is good for you. Sometimes you must say no to things like that. You're gonna be better for the future, and don't give up. Even it's never too late. It's never too late. Yeah, lekker voor hem. Lekker voor hem. Yeah, I was living here. Yeah. So now you guys know why I'm so motivated, Because you guys see what I've been through, where I grew up. So people show me too much love to fail, man. That's the motivation. Dobré ránko, tak dneska ideme nakupovať so Zuzkou nejaké dobré veci, povážení, aby som sa nacháloval dobre. Takže poďme. Ale ty. Ja nebudem to ťahať, more. Viem. Nie, že rovnaké, zober ešte si Musím zdravo nakupovať, aby som schudol poriadne a poviem pravdu, že jak som vyrástal, takže som žral full pičoviny a akože nezdravé jedlá a necítim sa dobre ani po tréningoch, ani cez deň. Tu nejak. To bude mať rád. No poďme ďalej potom. Ale po vážení určite si dám, ale len takže smierov. Mám rád Lindt strašne, takže musím to ochutnať. A toto je nezdravé, ale niekedy to musím. Takže pozeral som na dohľad a videl som, že Kejta zase vypráva ten kár a povedal, že nie som aktívny, však nemôžem byť aktívny, keď som bol zranený. Ale tomuto Chávesovi v sobotu ukážem, že jaký som aktívny. Musím ho zničiť, lebo má fakt veľké ústa a nemám to rád. Kúpime si mäso. Jaké? Kejta tiež povedal, som videl, že je dobrý, akože nie lepší v zápasení ako ja. To, že ma shodí na zem, alebo dá mi nejaký takedown, to všetci mi dajú takedown. Ja som taký, že nerobím vôbec obranu, aby som sa dostal na zem.
Dobre, ďakujem pekne. Ja si myslím, že jeho zápasenie je o ničom. Keď som videl s Ronim ho zápasiť, tak tam neukazoval nič. Žiadnych takedown, žiadne pasovanie tam nebolo, takže neviem. Ilyen valami. To je paradajka. A je taký výbušný, ale neviem, či tam má aj silu. Ale musím to ustať, aby som ukázal, že champ je len jeden. Ja, ich stehe jetzt hier auf der Straße. Gestern bei Vatertag bin ich hier gekommen zu meiner Familie in Hagen. Ja, und dann Zwischenzeit ist irgendwie irgendwas an meinen Reifen. Hab jetzt einen Platten, bin gestern dann mit der Bahn nach Hause gefahren, hab Training abgesagt. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen gestresst, genervt. Ich muss ein bisschen Gewicht machen. Mein Plan ist durcheinander gekommen. Trainingszeiten habe ich jetzt nicht eingehalten. Hoffentlich kriegen wir das Problem hin und dann kann ich wieder mit Auto zum Training fahren. Natürlich. Hier. Irgendwas hat auch was Gutes im Schlechten. Vielleicht sollte ich einfach gestern nicht mit Auto nach Düsseldorf zurückfahren. Vielleicht wäre ja was anderes passiert deswegen. Also die Octagon Challenge fand ich sehr schön, war was ganz Neues, ganz anderes Format in Deutschland. Dieser Einblick, den die Octagon gezeigt hat bei der Octagon Challenge, auch vor allem hier in Deutschland, ist, glaube ich, ein anderes Spektrum. Ja, also Octagon kommt nach Deutschland, jetzt die erste Veranstaltung, ist schon fast ausverkauft, das spricht schon von alleine. Dann schneiden wir das ab, was übersteht, und dann ist gut. Ich danke auch Octagon dafür, dass sie uns diese Plattform, diese Chance geben. Also ich habe da keine Zweifel an dich. Martin ist nur heiß. Klar ist er jetzt ein bisschen älter schon, aber er ist heiß, er weiß, was er macht. Die Erfahrung ist da, die Power ist da, Kondition ist da, alles ist da. Ja, der Reifen scheint wieder gut zu sein. Der Frank hat das super hinbekommen. Da freue ich mich sehr. Das hat mich jetzt so erleichtert. Dankeschön, Frank. Ja? So, ab geht's ins Training jetzt. Endlich. Wir sehen uns. Wo ist 4.6.? Bei dem Kampf mit Robert Pukac habe ich im Nachhinein nichts erfahren, warum er aufgegeben hat oder ja, was war im Konkreten. Also ich denke, er ist gebrochen gewesen auch, weil mit dem Pressure, den ich hatte an dem Tag, ist er nicht zurechtgekommen, weil egal wo, ich habe ihn unter Druck gesetzt und ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, wieder zurückzukommen auf die Siegesstraße nach 3 blöden Niederlagen. Die ersten 2 Kämpfe gegen Kertész und Brosch kann man drüber streiten, muss ich akzeptieren, ist die Entscheidung der Schiedsrichter gewesen. Und der Kampf gegen Kalasnic, ja, ein dummer Fehler und der wurde gleich direkt bestraft. Also bei mir war nach den 3 Niederlagen, bin ich in mich gegangen, habe mich gefragt, was ist eigentlich los? Du trainierst so hart, du trainierst so viel, trainierst 2-mal am Tag, aber warum stimmt das Ergebnis nicht? Im Endeffekt bin ich drüber weg, habe meinen richtigen Fokus wieder, meinen Hunger. Mein nächster Gegner, der Ivica Trušček, ja, auch ein sehr, sehr erfahrener Mann, also der erfahrenste Gegner, den ich bis jetzt hatte. Ja, das ist jetzt mein 3. Kampf innerhalb von 3 Monaten. Für manche ist es verrückt, für mich ist es normal. Das ist mein Job. Dafür bin ich da, zu kämpfen und und ich liebe es zu kämpfen. Und darum trainiere ich auch tagtäglich so hart, um jederzeit bereit zu sein. Von mir aus können wir gleich morgen in den Ring stehen oder heute noch.